Heute testen wir, welcher Vorabscheider ist besser. Das Thema wird immer moderner und immer mehr von euch wünschen sich auch diese Geräte bzw. kaufen sie auch. Und ich wollte es wissen, welches Prinzip funktioniert auch besser? Ist der von Festool besser oder der von Flex, der von Starmix oder der von Metabo? Denn die sind ja annähernd baugleich. Wir werden heute Folgendes machen. Wir testen das Ganze mit Feinstaub, wie hier, wenn er aus so einer Säge rausfällt bzw. hinten rauskommt. Oder wir schauen uns auch Hobelspäne an, die natürlich deutlich gröber sind. Das alles heute in diesem Video. Das Thema Zyklonabscheider wird immer und immer beliebter. Vor 10, 15 Jahren war es so, da gab es das nur im Privatbereich, zumindest in der Größenordnung, die wir hier hatten, gab es das im Privatbereich. Zyklon und ein Fass, fertig. Wurde immer und immer beliebter, weil wir haben unseren Sauger geschont, hatten eine konstante Saugleistung und brauchten viel weniger Beutel. Und irgendwann hat Festool gesagt, na das machen wir doch auch. Das bauen wir als Komplettsystem und haben hier diesen Vorabscheider rausgebracht, den man wunderbar auch draufklicken kann auf den Sauger, ja, der auch als System komplett erstens gut aussieht und zweitens auch richtig gut funktioniert. Wie gut werden wir heute aber testen. Und dann haben andere Hersteller wiederum gesagt, ja, warte mal, was Festool kann ich jetzt aber auch. Ja? Und dann gab es den hier, oder seitdem gibt es den hier. Wir haben hier einen Vorabscheider von Starmix. Hier ist es so, dass es diesen Vorabscheider auch von Flex gibt und demnächst auch von Metabo gibt. Wir blenden das hier unten mal ein und wir werden eine Sache feststellen. Die sehen ja exakt gleich aus. Exakt so ist es auch. Sie sind annähernd baugleich und dementsprechend ist es auch so, dass es hier nur ganz kleine Justierungen vielleicht gibt an den Anschlüssen und so weiter, aber sie kosten auch all dasselbe. Lass uns mal zum Thema Preis kommen. Fällt mir gerade mal ein. Hier bei Starmix haben wir einen Preis, oder bei dieser Art ja, von Flex, Starmix und Metabo, dass sie alle so zwischen 200 und 220 Euro kosten. Ja, immer dasselbe. Also aktuell nach meinem jetzigen Wissen und so weiter und so fort. Du findest unten in der Videobeschreibung, sie übrigens auch alle verlinkt mit aktuellen Preisen, und findest du auch den ehrlichen Preisvergleich. Wenn es den Metabo denn gibt, weil Stand heute habe ich noch keinen hier, aber alle Bilder, alle Aussagen deuten darauf hin, dass er wirklich auch da exakt baugleich ist, dann ist auch unten verlinkt. Dann haben wir hier aber Festool. Bei Festool ist es so, der kostet ein ganz kleines bisschen mehr. Der kostet dann schon so 350 Euro. Wie bitte? 50 Euro. Ja, er kostet 350 Euro. Und 350 Euro für einen Zyklonabscheider, der einfach nichts macht, außer ein Stück Plaste, was hier was abscheidet, ist schon so eine Sache. Naja. Wir wollen heute mal rausbekommen, ist es das denn wert? Beziehungsweise wie hoch ist denn der Abscheidegrad? Wie viel Prozent landen denn hier drin und wie viel Prozent landen im Beutel? Das werden wir heute rausbekommen. Ganz kurz, was sind denn auch die verschiedenen Dinge, die wir hier testen können, beziehungsweise auch testen werden heute? Es gibt eigentlich aus meiner Sicht so 3 Arten von Stäuben. Nummer 1, das sind sehr grobe Späne in dem Fall. Das ist ein Hobelspäne. Das macht ein großer Hobel, es macht ein kleiner Hobel. Auch der hier macht ordentliche Hobelspäne. Deswegen haben wir hier auch einen großen Anschluss. Und diese groben Hobelspäne wollen ja auch aufgefangen werden. Das ist eigentlich etwas, wo so ein Zyklonabscheider durchaus schon an seine Grenzen kommt, wenn du eine große Hobelmaschine hast. Also wenn du so einen großen, dicken Hobel hast oder eine Abrichte, dann kann das schon sein, dass diese Geräte sagen, boah, nee, das ist jetzt zu viel. Das Ergo, das verstopft. Ja, also da müsst ihr für euch aufpassen. So was Kleines hier, das funktioniert. Dann gibt es Nummer 2, das ist sowas wie hier Sägespäne. Das ist nicht super fein, aber auch nicht grob, und das machen gerade solche Sägen, sowas wie eine Handkreissäge, eine Tauchsäge, eine Tischkreissäge, eine Kappsäge, die machen wir bestimmte Art und Weise von Spänen. Und dann gibt es noch die letzte Stufe, das sind ganz feine Stäube, die entstehen, wenn wir zum Beispiel Gipskarton schleifen, oder die entstehen auch, wenn wir Flächen schleifen mit einem Exzenter oder mit ähnlichen Geräten, dann hast du super feinen Staub. Wir haben heute in dem Test Folgendes, wir haben Hobelspäne da und wir haben Sägespäne da, also feinere Sägespäne da. Diese ultra feinen, super Staub können wir einfach nicht reproduzieren, weil wir diese Menge einfach nicht da haben und sie auch nicht erzeugen konnten in der kurzen Zeit. Deswegen werden wir das heute machen. Jetzt kommt Folgendes. Wir werden jetzt mal uns eine Sache mal anschauen, nämlich wie sehen denn die von drinnen aus? Wie sind denn die aufgebaut? Und da schauen wir einfach mal uns das Ganze hier an. Also erstmal hier von Festool ist es so, wir haben hier schon einen etwas höheren Aufbau. Ja, wir haben hier 1, 2, 3 Teile und hier haben wir auch gleich eine Sache, die ein bisschen so mäh ist. Nämlich, um das hier zu leeren, müssen wir Folgendes machen. Wir haben Option 1, wir fangen an hier an dem Klett rumzumachen, macht aber wenig Sinn, sondern in dem Fall machen wir das hier auf. Wir machen das hier ab, auf der anderen Seite auch, auf und
ab, optimalerweise. Dann können wir das hochnehmen. So. Dann können wir das hier rausnehmen, weil das geht wirklich, das ist ein riesiger Behälter. Können wir ihn leer machen und dann können wir weitermachen. Übrigens bei Festo bekommst du auch entsprechende Säcke, die du hier reintun kannst, dass du nur einen Sack nimmst und das dann wegtust. Ja, das geht auch. Dann haben wir hier unser Unterteil. Ja, da ist nicht so viel los. Ja, das ist perfekt gemacht, um das hier reinzustellen. Ich nehme das mal zur Seite und dann, ich zeige euch auch ganz bewusst das Auseinanderbauen, Zusammenbauen, damit ihr einschätzen könnt, wie ist das eigentlich. Und jetzt wird spannend, wie sieht es denn hier drin aus? Hier ist ja der Zyklon drin. Und da seht ihr genau das hier. Ja, hier haben wir verschiedene Teile und die sind auch alle nicht fest. Ich kann das hier einfach nehmen, zack, hoch. Ja. Hier, das ist die Ansaugseite. Also hier ist der Sauger dran. Das wird hier hochgesaugt und hier hin. Dann haben wir hier das nächste Teil. Ja, auch hier sehen wir das. Und das ist auch schon die ganze Magie. Das ist alles. Und ist das nicht Wahnsinn? Das ist so, hä? Was? Ja, da drin wird der Strahl erzeugt, beziehungsweise der Zyklon erzeugt ja gar keinen Strahl. Und das ist auch schon alles. Jetzt werden einige von euch sagen, Alter, was ist denn hier los? 350 € für das bisschen Plaste? Ja, so ist es einfach. Aber jetzt muss man natürlich sagen, man muss die Formen bauen und so weiter und so fort. Und wenn es auch richtig gut funktioniert, ja, dann ist das halt so. Ja? Ich baue es jetzt mal schnell wieder zusammen. Und gerne eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. Sagt ihr einfach, der Preis ist völlig überteuert oder ist eigentlich okay. Ja? Hier ist nochmal eine ganz wichtige Sache, nämlich hier ist ein Stück Kunststoff, oder so eine Art Gummi, was das alles hier zusammenpresst und dann auch hält. Und dann war es das auch schon. Da sind auch keine Dichtungen, kein gar nichts dazwischen. Das ist wirklich keine Dichtung. Ja? Wenn ich mir das hier anschaue, da ist nichts. Das ist einfach Kunststoff. Da ist nichts. Seht ihr? Da und funktioniert trotzdem. Und zwar ziemlich gut. Wie gut, werden wir gleich sehen, und vor allem auch wie gut im Verhältnis zu, die Namen, Flex, Starmix und Metabo. So, jetzt bauen wir es wieder zusammen. Einfach hier oben drauf. Ja, ist schnell gemacht, aber wir werden gleich sehen, was ich meine bei den anderen. So. Andere Seite. So. Und los geht's. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite, wie es hier aussieht. Und ich sage euch eins, ihr werdet sagen, nicht dein Ernst. Wirklich verrückt. So, also erst einmal haben wir hier unsere Konstruktion. Wir sehen hier auch einen sehr, sehr massiven Behälter. Das ist alles versteift, damit, wenn hier der Unterdruck kommt, das nicht zusammenfällt oder runterfällt. Runterfällt ist Quatsch. Also ihr wisst, was ich meine, dass es zusammengedrückt wird. Weil gerade, wenn Folgendes passiert, du hast hier den Sauger dran, und dann auf der anderen Seite den Saugschlauch und dann machst du ihn vorne zu. Dann ist natürlich der gesamte Unterdruck, den der Sauger erzeugen will, der geht hier rein und dann, wenn das hier nicht ordentlich gebaut ist, dann bupp, und dann ist kaputt. Ja, das funktioniert nicht. So, jetzt wollen wir das hier leeren. Was machen wir? Fertig. Also finde ich viel angenehmer. Das ist also wirklich, zack, hier einfach nur rechts, links und das war's. So, jetzt sehen wir hier einen massiv großen Behälter. Ich würde sagen, das nimmt sich gar nicht viel. Wir blenden mal ein, wie viel Liter das hier hat und wie viel Liter der Festo hat. Das machen wir einmal hier und einmal da. Da sehen wir das ja. Und das erscheint mir jetzt erstmal fast gleich groß. Dann haben wir hier eine Dichtung. Ja, hier einmal umliegend, die auch wirklich reingedrückt wird, wenn das Ganze oben drauf liegt. Ist jetzt so ein kleines Moosgummi, ja, was wir hier haben. Und jetzt kommt der Moment, wo man sich sagen wird, was? Nein. Jetzt gucken wir auf der Unterseite. Haben wir hier das rote Teil und das schwarze Teil. Und die Magie ist da drin. Und jetzt möchte ich euch die Magie mal zeigen. Und ich sage dir, das ist eine... So, schauen wir uns das mal an. So, Nummer 1. 3 Schrauben sollt ihr lösen. Nummer 2 und Nummer 3. Und keine Sorge, wir testen gleich. Und jetzt kommt der Moment, ja, wo wir das Geheimnis lüften von diesem Zyklonabscheider. Und das ist gar nichts. Das ist wirklich alles. Das ist einfach nur dieses kleine Stück Kunststoff. Nur auf der anderen Seite haben wir hier diese Form, in der es läuft. Also hier wird es ja, hier ist der Sauger dran, hier wird es nach oben gesaugt und hier wird es weggesaugt. Also da seht ihr, wie wenig Magie da eigentlich notwendig ist. Und jetzt bin ich echt gespannt. Funktioniert das jetzt wirklich
genauso gut. Überhaupt das würde mich ja schon erstaunen. Wie Festool, das ist doch der Wahnsinn, oder? Jetzt kommen wir zum Test. Wir werden aus diesem Behälter raussaugen in den Zyklonabscheider, genau da rein. Das werden wir uns gleich anschauen. Dazu müssen wir aber eine Sache vorbereiten, nämlich den Staub. Und deswegen haben wir jetzt hier in den Boxen hier erstmal unseren groben Staub drin. Und wir haben in der anderen Box hier haben wir feinen Staub drin, also wirklich sehr feinen Staub. Ihr seht das hier, das ist Sägemehl. Boah, ei, ei, ei. Das haben wir hier drin. So, was wir jetzt gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben jetzt eine leere Box genommen und die leere Box wiegt, ich glaube, 1,21 Kilo, 1,41 Kilo, irgendwie so um den Dreh. Ja? Und jetzt wirst du gleich sehen, dass wir das genau abgewogen haben, nämlich in jeder Box ist genau 1 Kilo drin. Das heißt also, wir haben 1 Kilo hier in der Box, wir haben 1 Kilo in der nächsten Box, wir haben dann auch jeweils 1 Kilo in den beiden Boxen hier drin. Ja, sodass wir zweimal fein und zweimal grob haben. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde das hier einfach hier reinfüllen. Ja, muss man aufpassen, dass hier nichts daneben geht. Weil die Frage ist, die Frage ist, wie gut ich bin. Nämlich gar nicht so gut, denn ich habe schon hier was daneben gekippt. Ach, schade. Sebastian. Jetzt wird es aber schwierig. Das kriegen wir hin. Und jetzt werden wir gleich Folgendes machen. Wir werden jetzt... Sind es hier die 2 Gramm hier nachher am Ende? Werdet ihr sagen, der hat doch beschissen. So, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde jetzt den Sauger gleich anschmeißen und werde das hier einsaugen. Und dann werden wir schauen, haben wir hier drin am Ende auch genau 1 Kilo oder weniger. Wenn es weniger ist, muss der Rest ja im Staubbeutel sein. Ja? Das heißt also hier eigentlich im Sauger. Und dementsprechend werden wir jetzt Folgendes machen, reinsaugen, aber ein Tipp für dich, wir werden jetzt, oder ein Hinweis, ich werde jetzt nicht wie irre das Ding reinhalten und saugen, sondern ich werde das langsam vor mich hin einsaugen, weil das andere unrealistisch wäre. Ich habe festgestellt, wenn man das überlastet, das System, dann funktionieren sie nicht mehr richtig. Das ist aber in der Realität etwas, was niemals vorkommt, denn diese Menge an Staub in einer Sekunde wirst du niemals einsaugen. Bevor wir jetzt loslegen, muss ich natürlich das hier auch messen. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes gemacht, alles ab, nur den reinen Behälter und der wiegt 1705 Gramm und das ist unsere Ausgangsbasis. Ich werde das Ganze jetzt auch mal runterdrücken, hier auf Metara, ergo, wir haben es jetzt nochmal genullt. Wir wissen jetzt also 2 Dinge, wir sind jetzt auf 0, okay, aber das Ganze wiegt 1705 Gramm. Falls es ausgeht, haben wir zur Not auch mal das Gewicht und jetzt wird gesaugt. Ihr seht jetzt hier alles reingesaugt, ging wunderbar. Und jetzt ist die Frage, wie viel ist jetzt hier drin gelandet? Es ist natürlich schon ein Hardcore-Test, weil die Menge ist natürlich sehr groß. Ja, ihr seht, der ist schon relativ voll, der Behälter. Nicht, dass hier was an meinen Händen ist. Und jetzt ist die Frage, was steht hier? Wir haben hier minus 1700, weil der Behälter fehlt ja. Und jetzt müssten wir hier 1000 stehen haben, wenn alles drin wäre. Und es sind 1005. Wow! Wow! Das heißt ja, wir haben ja vorher genau 1 Kilo gemessen, 5 Gramm würde ich sagen sind Messtoleranz. Ergo, er hat wirklich annähernd oder er hat 100% hier drin. Boom! Was ist denn hier los? Das ist ja krass, oder? Minus 1700 plus 1500. Das ist wiederholgenau. Also ihr seht, es stimmt wirklich. Das sind zwar minimale Flusen, die jetzt hier irgendwo nochmal rumfliegen. Das werden ja vielleicht 3 Flusen im Sauger sein, aber das Ergebnis ist, ich kann es gar nicht fassen. Jetzt kommt unser feiner Staub. Da bin ich echt gespannt, wenn er das genauso gut macht. Wow, da bin ich echt gespannt. Wie sieht es da aus? Hier muss ich ein bisschen aufpassen, sonst ist hier alles in der Luft. Ja? Aber auch hier genau 1 Kilo Staub. Das muss doch erstmal zusammenbekommen. Jetzt bin ich super gespannt. Was ist das Ergebnis?
jetzt wieder der Live-Test. 1:1 mit meiner Reaktion dazu. Oh, oh. Muss ja korrekt sein. So. Hier können es schon mal eigentlich keine 100% sein, weil hier ist was dran. Also ihr seht das hier vielleicht. Hier ist ein bisschen was, aber das sind wahrscheinlich auch nur 5 Gramm oder so oder 2 Gramm, keine Ahnung. Und jetzt geht's los. Ja, wir haben hier minus 1700 und wir stellen es rauf und wir haben 985. Nochmal runter. So, und wir machen es nochmal. 985. Das heißt, wir haben hier satte 15 bis 20 Gramm. 15 bis 20 Gramm, die nur rübergegangen sind. Von einem Kilo, einem kompletten Kilo, die wir haben. Das ist ein echt gutes Ergebnis, wie ich finde. Das heißt, bei Festool sagen wir erstmal 100% bei grobem Staub. Und hier haben wir 98,5%, kann man ja genauso sagen, bei Feinstaub. Das finde ich ein absolut geniales Ergebnis. Und jetzt probieren wir das Ganze mal mit Metabo, Starmix und Flex. Ich kriege das nicht richtig gut hin. Selbstreflexion ist was Schönes, denn Sebastian hat Quatsch gemacht. Ich habe vergessen, das hier jetzt zu wiegen, also den Behälter zu wiegen, bevor ich den Test gemacht habe. Also müssen wir jetzt ein bisschen umdenken. Nämlich, wir machen jetzt Folgendes, wir nehmen jetzt den vollen Behälter und messen den. Wir haben jetzt genau 3,680. Das merken wir uns, 3,680 Kilogramm. Jetzt an der Stelle, so. Und jetzt mache ich Folgendes, ich mache das einfach mal hier rein und dann schauen wir mal, wie schwer ist denn der Behälter? Ach, das ist immer dieser kleine Feinstaub, der hier noch kommt. Nicht schön. So, aber. So, 3,680. Optimalerweise haben wir jetzt genau 1 Kilo weniger. Aber wir haben stattdessen, die Spannung steigt und ich mache jetzt runter. 2,680. Also dasselbe Ergebnis wie bei Festool. Das ist ja genial. Das heißt also auch hier haben wir dieselbe Abscheiderate, nämlich 100%, die er gefangen hat. Also die machen das aber auch gut. Aber macht der Feinstaub so gut wie Festool? Jetzt sind wir schlauer. Ich drücke jetzt hier mal Tara. Das heißt, das Ganze ist genullt, dass wir nachher wieder das Kilo messen können. Also Test von vorne. Der schwebende Starmix. Kann zaubern, kann zaubern. Jetzt kommt der Moment. Wir erinnern uns, Festool hat 15 Gramm noch drin gehabt, also 15 Gramm rübergesogen in den, in den Sack, in den Staubsack. Okay. Oh, ich bin richtig gespannt. Und, ja, denkt dran, ich habe hier Tara gedrückt, das heißt, das Ergebnis muss genau das sein. Was sehen wir da?
995, das heißt 99,5% und demnach 10 Gramm mehr als Festool ist hier drin geblieben, beziehungsweise ist weniger in den Sauger reingegangen. Na, wenn das nicht mein Ergebnis ist. Also ich messe jetzt nochmal hier. Ich habe jetzt hier 990, ich drücke nochmal, ich nehme nochmal. 990. Okay. Messtoleranz 5 Gramm. Das heißt also, wir haben hier aber wirklich das Ergebnis. Er hat minimal besser abgesaugt als Festool. Das ist schon krass. Und das, ihr habt ja gesehen, wie das hier drin aussieht. Würde man ja niemals vermuten, dass das funktioniert. Ihr habt das Ergebnis gesehen und das Ergebnis war, beide machen es extrem gut. Ob der jetzt 5 Gramm mehr hat als der, ist auch eine Frage, was ist beim nächsten Test, was kommt beim nächsten Test nochmal raus. Da müsste man es 10, 20 Mal machen und das wiederholgenau machen und dann schauen, was kommt denn dabei raus. Ihr habt aber jetzt gesehen, dass sie absolut auf demselben Niveau sind. Nochmal ganz wichtig, wir haben vorher absolut leere Staubbeutel genommen. Zusätzlich haben wir darauf geachtet, dass die Sauger, die unten drunter sind, auch in derselben Klasse sind und dieselbe Leistungsklasse auch haben. Das sind beide extrem gute Sauger mit einer sehr, sehr hohen Saugleistung und dementsprechend ist der Test auch wirklich vergleichbar und das finde ich extrem cool. Für euch bedeutet das, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Das ist ja auch genial. Schreibt mal unten in die Kommentare, falls ihr schon mal Erfahrung gemacht habt mit den beiden Vorabscheidern. Ich kann euch nur eine Sache noch mitgeben, die ich als Erfahrung noch mal gemacht habe. Und zwar, ich habe mit dem schon mal Gipskarton geschliffen und da war es auch so, dass annähernd der gesamte Schleifstaub wirklich hier oben geblieben ist. Und das finde ich schon extrem gut. Wird bei dem dementsprechend auch so sein. Ihr schreibt in die Kommentare eure Meinung, eure Erfahrung und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.